Welcome to the Chase Podcast. Dr. Ron Charles is a renowned archaeologist, author, historian, speaker, missionary, and is known as the Christian Indiana Jones. Dr. Charles has spent over 50 years researching and uncovering truths about Jesus Christ and information that proves the historical authenticity of the Bible. Visit cubitfoundation.org for Dr. Ron's books and information about this global ministry. We're going to be talking from the book of John today, Wir reden heute über Johannes, from a story that is probably very familiar to all of you, von einer Geschichte, die wahrscheinlich ziemlich viele recht but gut we'll kennen. approach it this morning from the historical of the from archaeology. Aber wir werden es heute von der historischen und archäologischen Sicht her anschauen. Okay, we'll read chapter number 1. Wir lesen Kapitel 1 Johannes. We'll begin to read verse number 43, Wir lesen ab Vers 43 and we'll read through verse 46. und wir lesen bis Vers 46. So, go ahead. Alright. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm: Komm mit und folge mir nach. Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Philippus. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth, rief Nathanael. Kommt denn aus Nazareth etwas Gutes? Komm mit und überzeuge dich selbst, sagte Philippus. We're going to talk this morning about, does anything good come from Nazareth? Wir sprechen heute Morgen darüber, kommt irgendetwas Gutes aus Nazareth? Philip was the first person that Jesus told, follow me. Philippus war der Erste, zu dem Jesus sagt, folg mir nach. He was not a Jew. Er war kein Jude, He was a Greek attorney. er war ein Grieche. But Jesus called him anyway. Und Jesus hat ihn trotzdem gerufen. And he had a friend Und er hatte einen Freund, who was Nathaniel. und der hieß Nathanael. Now, Nathaniel is not a proper name. Und Nathanael ist kein richtiger Name. It's a title. Das ist ein Titel. And this Nathaniel, most likely, his name was Bartholomew. Also wahrscheinlich war sein Name Nathanael. You can find in the book of Mark. Das findet ihr in Markus. Now, there were 3 levels of preparing for priesthood of the Jews. Da waren 3 Schritte zum sich vorbereiten für die Predigt der Juden. You had a nathal, which was the lowest level, and that you stayed as a nathal for 10 years of preparation. Okay, da gab es ungefähr die erste Stufe, Nathal, ich weiß den Nathal, und fürs Priestertum die Vorbereitung. Und das war mal ungefähr so 10 Jahre. After you completed your mandatory education, then you were 3 years as a understudy to a priest. Und das war so die Grundausbildung, also was man so an Wissen gebraucht hat. Und dann war das der nächste Schritt, so 3 Jahre, so die Grundausbildung von dem This Priestertum. person was a Nathaniel. Und dieser Mann wurde Nathanael genannt. After he stayed under the priest for 3 years, then he could advance into priesthood. Und wenn er 3 Jahre unter dem Priester gedient hat, konnte er dann selber Priester werden. Now, this Nathaniel had gone through the education, Also dieser Nathanael ist durch die Grundausbildung gegangen, which included studying the prophecies and especially the prophecies about Messiah. und es ging darum, einfach die Verheißungen über den Messias And he was unter a- anderem zu studieren. He was a friend of Philip. Und er war ein Freund von Philippus. And Philip found him. He says, come meet the Messiah, Und Philippus findet ihn und sagt, komm, triff den Messias. the same one that Moses prophesied about and the prophets talked about. Come meet him. Komm, triff den Mann, von dem Mose und die Propheten schon sprechen. And Philip, who had been studying for 10 years on Nathaniel, had been studying for 10 years the prophecies and everything about Judaism, especially the Messiah. Und Nathanael hat eben schon alles gelernt über die Verheißungen mit dem Messias. Of course, he was curious. Und deswegen war er natürlich neugierig. And then Philip happened to say, this is Jesus from Nazareth. Und dann sagt Philippus zu ihm, das ist Jesus aus Nazareth. He said, Er sagt, oh, you got to be kidding me. du musst mich auf den Arm nehmen. From Nazareth?
aus Nazareth. Messiah won't come from Nazareth. Der Messias kommt nicht aus Nazareth. Jerusalem, yes. Aus Jerusalem, ja. Joppa, yeah. Joppa, ja. Antioch, yeah, maybe. Aus Antioch, ja, vielleicht. Beersheba, yes. Oder aus Beersheba. Nazareth, no. Aus Nazareth. No way. Why? Warum? Why was Nazareth not even considered in this list of possible homes of Messiah? Warum ist Nazareth noch nicht mal in dieser Liste vorgekommen von möglichen Städten, wo der Messias herkommen könnte? Nazareth has an interesting history. Nazareth hat eine interessante Geschichte. And while I was excavating in Nazareth, I had the privilege of doing research at the Mary of Nazareth Church Library. Und als ich dort war, konnte ich in der Maria von Nazareth Bibliothek forschen. And they have a very nice area there that talks about the history of the area, especially the city of Nazareth. Die haben dort eine ganze Abteilung, die nur eben davon spricht, was dort die Geschichte aus der Region ist. Now today is the largest Arabic city in Israel. Heute ist es die größte arabische Stadt in Israel. About 70% of the population or more is Arabic, and of that about 80% is Muslim. Also 70% der Bevölkerung dort sind arabisch und 80% sind islamgläubig. But it still has tourists associated with the Christian faith and Judaism. Aber es gibt immer noch auch Touristen, die mit dem christlichen Glauben was zu tun haben oder auch die Juden. Die But dorthin kommen. Nazareth did not exist in name in the Old Testament. Aber Nazareth ist nicht erwähnt worden im Alten Testament mit dem Namen. And the first records we have of the area was at the time that Ahab was king of Israel and Jehoshaphat was king of Judah. Die ersten Aufzeichnungen, die wir von der Stadt haben, waren als König Jehoshaphat. und Jehoshaphat Yeah. Könige waren. Jehoshaphat was in the process of rebuilding a lot of things in Judah with new construction and reconstruction. Und der war in dem Prozess, hat viele Sachen wieder aufgebaut in Juda. They had building materials there, but that was for the primary building construction. Also die hatten dort Baumaterial, aber das war einfach nur für die Grundkonstruktion. Their building materials, their stones, were inferior for foundations. Where it was not good enough. Oh, okay. Also die Steine dort waren einfach nicht gut genug oder nicht tragfähig genug fürs Fundament. And so you had to go someplace else for stones that were adequate for foundations of buildings. Das heißt, man musste woanders hingehen, um die Grundsteine herzubekommen. The closest was Israel, Und das nächste war Israel to the north. im Norden. So there was an agreement reached between King Ahab and Jehoshaphat for Jehoshaphat to come to mine stones up there. Und Jehoshaphat ist dann gegangen und hat dort die Steine in Israel geholt. One of the best areas for the mining of very hard limestone was in the valley of Jezreel. Und in dem Tal, ich kann es nicht sagen, war der beste Ort, um dort Steine abzubauen. In the area that became known as Nazareth. Und das ist dieses Gebiet, das wir auch Nazareth bezeichnen. And so the mining began to take place and the quarrying of the limestone. Und dann hat der Abbau von den Steinen angefangen und der Transport. And it became known as some of the best foundation building materials of the region. Und es wurde bekannt als das beste Grundsteinematerial in der Region. Well, the mining took place there for many, many years. Und der Abbau dort hat viele Jahre stattgefunden. But during the Assyrian assault on Israel and its defeat, then it was stopped.
Als Syrien dann Israel angegriffen hat und auch besiegt hat, hat der Abbau aufgehört. And nothing happened for many years. Und viele Jahre ist dann dort nichts passiert. Finally, during the time of Alexander the Great, Dann während der Regierung von Alexander dem which Großen, 250 years beyond, also vor 250 Jahren, then he was laying siege to the city of Tyre. dann hat er die Steppe von He was trying to defeat the city of Tyre. Er hat versucht, die Stadt Tafaya zu besiegen. And so he had to lay stones out to the island. Also musste er Steine dort auf zu dieser Insel hinlegen. So he began again to mine these stones from the same region, Also hat er von derselben Region wieder angefangen, Steine abzubauen. because they could be used for underwater construction Weil es auch also. benutzt werden konnte für Unterwasserkonstruktionen. Now, the quarrying of stones under the Jews was paid labor. Und wie man die Steine bezahlt hat? They paid the miners money. Die haben den Leuten, die dort gearbeitet haben, die Steine abgebaut haben, Geld bezahlt für But die Arbeit. under Alexander, they were mined with slave labor. Und unter Alexander dem Großen waren das aber Sklaven. And so Alexander, on top of the area that was being mined, built a observation tower. Und er hat dort einen Aussichtsturm gebaut. This tower was to keep watch on the laborers, Und das war dazu da, um die Sklaven oder Arbeiter dort zu beobachten. as well as to keep watch on enemy that could be approaching. Und dass man auch eben gucken konnte, ob irgendwie Feinde kommen. This became known as a natst, Und das wurde bekannt als ein... which means watchtower. Oh, okay. Einfach nur als ein Wachposten. Okay, and so it serviced Alexander's needs. Das hat einfach nur Alexanders Bedürfnisse gezeigt. Now, after Alexander died, then the area became under the Seleucid dynasty of Syria. Und dann, nachdem Alexander gestorben ist, wurde es wieder syrisches Gebiet. They continued the mining in that region. Und die haben weiterhin dort Steine abgebaut. And by then, a small village had begun to arise around the tower. Und um diesen Turm rum ist dann eine kleine Stadt entstanden. This was called the village of the watchtower. Und sie wurde genannt die Stadt des Wachpostens. In the Greek, it was called Nazareth, Und im Griechischen wurde sie genannt Nazareth, the village of the tower. die Stadt des Turms. And it remained that way, and the village supported the work. Und das ist für viele Jahre so geblieben und die Stadt hat auch die Arbeit dort unterstützt. Now, at this time, if you were to slaughter a cow or a sheep or something like that, Wenn du zu dieser Zeit eine Kuh oder ein Schaf geschlachtet hast, then the organs and the things that were no good, you would dispose of them. also die Organe und das, was man einfach nicht essen konnte von dem Tier oder brauchen konnte, das wurde weggeschmissen. Now, how it would be disposed of is that all that would be thrown into the Jordan River, Und wie das gemacht wurde, es wurde alles in den Jordan, in den Fluss geschmissen. as well as all of the trash and garbage and sewage into the Jordan Und River. auch den ganzen Müll und Abfall, was man hatte, wurde auch dort And it would reingeschmissen. make its way down to the Dead Sea, and there the salt and the potash would eat it up. Und das ist dann alles runtergespült worden bis zum Toten Meer und dort hat einfach das Salz das alles zersetzt. But it made the Jordan River the most polluted source of water in the world. Aber es hat den Fluss Jordan einfach zu einem der verschmutztesten Gewässer in der Welt gemacht. And it served that for many hundreds of years. Und das war so für viele hundert Jahre. Well, the king of Syria, the Seleucid emperor, said, "I'm tired of the stink of this river." Und die syrischen Besetzer haben gesagt, sie sind einfach müde von diesem ganzen Gestank, von diesem So Fluss. he made it illegal to put filth in the river. Also hat er gesagt, es ist illegal, dass man seinen Müll dort And entsorgt. not in den only Fluss. would it be accompanied with a fine, but you could be put in prison for doing Also es it. ist nicht nur mit einer Strafe belegt worden, sondern du bist dafür ins Gefängnis gekommen. At the same time, the emperor says, "We don't need this stone to be quarried any longer. We're going to stop it in the area." Und die Syrer haben auch gesagt, sie brauchen diesen Steinabbau dort nicht mehr, wir hören das auf. Well, by then, the village was about 2,000 people.
Aber die Stadt war mittlerweile 2000 Leute groß. Overnight, Quasi über Nacht they had no work. hatten sie keine Arbeit mehr. Everyone was unemployed. War jeder arbeitslos in dieser Stadt. So the leaders of the city, Also die Leiter der Stadt, they got together and they came up with a proposal to give to the emperor. also haben die sich zusammengetan und haben einen Vorschlag gemacht zu den Besetzern. The emperor had made arrangements to take the filth and the garbage by wagon trains to the Dead Sea. Und die Besetzer haben schon Pläne gemacht, den ganzen Müll mit Zügen oder mit Wägen ans Tote Meer And zu to fahren. dispose of it in the Dead Das Sea. was direkt quasi ins Tote Meer But it was entsorgt. very expensive Aber das war sehr teuer, for this transport. dieser Transport. And so these people in Nazareth gave a proposal to the emperor. Also die Leute in Nazareth haben einen Vorschlag gemacht zu den Besetzern. Bring us all of this filth, Bring uns all den Müll, especially the disposable things from the slaughter of animals. und besonders die Sachen, die man von den Tieren her nicht verwerten Bring konnte. it to us. Bring's zu uns. And for a fee, then we will dispose of it in our stone quarries that we're not using anymore. Und gegen eine Gebühr entsorgen wir die Sachen dann in unserem Steinbruch. And so the emperor approved of this. Und die Syrer haben das eingewilligt. So now the emperor paid them a fee, plus whoever brought stuff to be disposed to them, they would pay a fee. Also die haben dann, die Besetzer haben die Sachen gebracht und die wurden dafür bezahlt, das Sachen zu entsorgen. That continued up until the time of the Romans. Und das ist bis zum Römischen Reich hat das angehalten. And the city made good money. Und die Stadt hat gut Geld damit verdient. And at the time of the Romans, Pompey the Great was so impressed by their responsibilities that he gave them special recognition. Und Pompey der Große aus dem Römischen Reich, der hat ihnen eine spezielle Anerkennung dafür gegeben, weil der echt beeindruckt war davon. Julius Caesar gave them an even greater privilege when he made all of the citizens of the city Roman citizens. Und Julius Caesar hat ihnen noch eine größere Ehre zuteil werden lassen, als er ihnen das römische Bürgerrecht gegeben hat. They were delivering a great service for Rome. Also die haben Rom einen großen Dienst erwiesen. Now, all of you who are parents and grandparents, Alle von euch, die Eltern oder Großeltern sind. I'm sure that for your children, your grandchildren, you want them to grow up and have a good occupation. Ich glaube, dass ihr möchtet, dass eure Kinder oder Großkinder einfach groß werden und eine gute Anstellung, Arbeit haben. You want them to be teachers or doctors or nurses or engineers. Ihr wollt vielleicht, dass sie Ärzte werden oder Krankenschwestern oder Ingenieure. But how many of you desire for your child or your grandchild to become a garbage man? Aber wie viele von euch haben den Wunsch, dass euer Kind oder Großkind ein Müllmann wird? That's one of the most necessary occupations that we have in the world. Das ist eines der wichtigsten Beschäftigungen in der Welt, die wir haben. Can you imagine your city without garbage collection? Könnt ihr euch eure Stadt vorstellen, ohne dass der Müll eingesammelt wird? The city of Chicago in America, the garbage collectors went on strike. In Chicago haben die Müllmänner gestreikt. It only took 2 days Es hat nur 2 Tage gedauert, for the citizens to begin contacting the city officials. dass die Bewohner in Chicago angefangen haben, die Offiziellen der We Stadt don't zu care kontaktieren. how much you have to pay them. Sie haben gesagt, es ist uns egal, wie viel ihr denen zahlen müsst. Pay it and get them back to work. Aber zahlt's ihnen und wir möchten, dass sie wieder arbeiten kommen. Because Chicago was beginning to stink. Weil Chicago hat schon angefangen zu stinken. And this was the case with this city. Und das war der Fall auch mit dieser Stadt. It was a necessary thing for the
Roman government in that region, but it was not the thing that everyone wanted to do. Das war einfach notwendig für die römische Regierung in der Region, aber es war einfach nichts, was jeder tun wollte. Rome paid the city lots of money for disposal of these animal parts. Und Rom hat dieser Stadt viel Geld bezahlt für die Entsorgung dieser Tierteile. By the time of Julius Caesar, not only were they collecting the animal parts, they were also collecting all the general garbage. Und zur Zeit von Julius Caesar haben sie nicht nur diese Tierinnereien gesammelt, sondern auch den ganzen anderen. So all the way from Damascus to Jericho, if you had garbage and to be disposed of, that went to Nazareth. Also von Damaskus bis Jericho ist all dieser Müll nach Nazareth gegangen. South of Jericho, it went to Gehenna in Jerusalem. Und alles südlich von Jerusalem, Gehenna in South Jerusalem. von Jericho, das ist nach Gehenna. And so, in the meantime, Julius Caesar also began quarrying the stones again. Und Julius Caesar hat aber auch angefangen, dort die Steine wieder abzubauen. So by the time of the birth of Jesus, Und als Jesus geboren wurde, 70% of the working population in the city worked in the garbage. da haben 70% in der Stadt im Müll gearbeitet. Für The den Müll. collecting of the garbage and disposal of Also garbage. das Einsammeln von dem Müll und auch das wieder Loswerden davon. 30% worked in the stone business and the carpentry construction business. Und 30% haben in dem Steinerbau und auch in der Konstruktion gearbeitet. There was no wood construction, it was all stone construction. Da gab es noch keine Holzkonstruktion, da war alles aus Stein. And so at the time of Jesus, when his earthly father, Joseph, was there, he was in the stone business. Und als Jesus geboren wurde, hatte er einen Vater, Josef, der eben in diesem Steinabbau-Business But war. 70% were in the garbage business. Aber 70% der Leute waren eben in dem Müll. That caused the people of Nazareth to be looked at down the nose from everyone. Dass man heruntergeguckt hat auf Nazareth, auf die Leute von dort. It didn't matter whether you were a doctor or a nurse or a miner of the stone. Es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob du ein Doktor warst oder eine Krankenschwester oder dort im Steinbruch gearbeitet hast. If you said you were from Nazareth, Wenn du gesagt hast, dass du aus Nazareth kommst, people would say, dann haben Leute gesagt, oh, "You got to be kidding du me! musst mich, glaube ich, auf den Arm nehmen. From Nazareth? Von Nazareth Can anything good come out of Nazareth?" kann irgendwas Gutes von Nazareth kommen, Because everyone was associated with the garbage collection. weil jeder mit Nazareth einfach diese Müllsammlungen verbunden hat. And even though Rome considered it be a great service, Auch wenn Rom empfunden hat, dass es ein großer Dienst war, the people of the area, they were not proud of these people in Nazareth, die Leute aus der Region waren einfach nicht stolz auf die Menschen in Nazareth, even though they utilized them auch wenn sie gebraucht haben. and they used them every day. Und sie also die Leute auch gebraucht haben You jeden Tag. just didn't want to admit that that's where you're from. Aber du wolltest einfach nicht zugeben, dass das ist, wo du her bist. So at the time of Jesus, that saying was universal in that region. Can anything good come out of Nazareth? Zu Zeiten Jesu war das eben verbreitet in der ganzen Region, dass man gesagt hat, kann irgendwas Gutes aus Nazareth kommen. Well, Philip didn't argue. He just says, well, just come and see. Und Philippus hat gar nicht irgendwie groß argumentiert, sondern einfach nur gesagt, komm, schau es dir selber an. And so, why did God the Father have his son grow up in an area that was hated and despised by everyone? Warum hat Gott, der Vater, das zugelassen, dass sein Sohn in einer Region geboren wird, wo die jeder hasst? I mean, why wasn't Jesus raised in Jerusalem? Warum ist Jesus nicht in Jerusalem aufgewachsen? Why not in Capernaum? Warum nicht in Kapernaum? At least you would not have began life with people already against you.
Also warum hast du das Leben schon anfangen müssen mit Leuten schon gegen dich? You would never, ever admit that you lived in Nazareth. Du wolltest es noch nicht mal zugeben, dass du in Nazareth lebst. Maybe work, yeah. Oder dass du arbeitest vielleicht noch. Maybe pass through on the way to someplace else. Dass du da durchreist, auch noch okay. But to admit you live there? Aber zuzugeben, dass du dort lebst? Yeah. Especially if you were in that position to be considered Messiah. Und vor allem nicht, wenn du als der Messias behandelt wurdest. No way. Überhaupt gar nicht. But I think, looking back now 2,000 years later, Aber wenn wir jetzt zurückgucken, 2000 Jahre später, I think God wanted to show that His Son is good for all people. wollte Gott einfach zeigen, dass sein Sohn gut ist für alle Menschen. He will go to the lowest of the low Er wird zu den Niedrigsten der Niedrigen and gehen the highest of the high. und zu den Höchsten der Höchsten. And that even the garbage city people are not to the point that Jesus cannot touch them. Und dass selbst diese Leute aus der Stadt mit dem vielen Müll einfach nicht zu niedrig sind, dass Jesus sie nicht berühren könnte. So Jesus was raised in the garbage city. Also Jesus ist aufgewachsen in der Müllstadt With a stigma that no one was proud of. mit einem Stigma, auf das keiner stolz war. They were well taken care of by the Roman government. Und die römische Regierung hat sich gut um sie gekümmert. But the stigma that went with that in the minds of the people was a very difficult hurdle. Aber das Stigma, das in den Köpfen der Menschen war eine große Hürde zu überkommen. But Jesus still goes into the garbage city today. Aber Jesus geht immer noch in die Müllstadt heute. You know, in the Islamic world, when you accept Jesus Christ as your personal Savior, Wisst ihr, in der islamischen Welt, wenn ihr Jesus als euren Retter anerkennt, then a brand new life begins. dann beginnt ein neues Leben. A life of horror, Ein Leben von rejection. Ablehnung. Like Paul says, the old things are passed away Die alten Dinge sind gestorben and all things become new. und alle Dinge werden neu. But to them, the things that are all new is persecution. Aber alles, was für die neu ist, ist Verfolgung. Out of the Islamic countries that are in the world today, Aus den islamischen Ländern in der Welt heute 75% not only support, approve, but many sanction persecution of Christians, 75% heißen es sogar gut, die Verfolgung. especially Muslims who become converted to Christianity. Und vor allem Muslime, die sich bekehrt haben. Hi, I'm Dr. Ron Charles of the Cubit Foundation. You know, we've been in Middle East for going on 30 years. And I would love to come to your church or your meeting to let you know what's happening in reality in the Middle East. And we'd love to come there and let you know what's happening, what the Lord's doing in that part of the world. So if you can contact us at thecubitfoundation.org, then we could come to your place. And if you would like to find out more about us, then go to www.cubitfoundation.org. Thank you. The Chase with Dr. Ron Charles is sponsored by supporters of the Cubit Foundation. Visit cubitfoundation.org for Dr. Ron's books and discover how you can support this global ministry.